Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für eine leckere Pastinaken-Kartoffelsuppe mit Speck und Croutons. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen und grob hacken, außerdem 2 bis 3 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und grob hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne oder einen Topf mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Jetzt Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für ein paar Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. Währenddessen das restliche Gemüse für die Suppe vorbereiten, 500 Gramm Pastinaken schälen und grob in Würfel oder Stücke schneiden und außerdem 500 Gramm Kartoffeln schälen und ebenfalls grob würfeln. Kartoffeln und Pastinaken mit in die Pfanne geben, kurz unter Wenden mit anbraten und jetzt würzen wir das Ganze kräftig mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer. Außerdem kommt ein gehäufter Esslöffel Senf dazu und zum Schluss noch je einen gehäuften Teelöffel Thymian sowie Majoran dazugeben. Alles einmal gut umrühren, damit sich Senf und Gewürze gut verteilen und anschließend gießen wir alles mit etwa 1 Liter Wasser auf, bis Kartoffeln und Pastinaken komplett mit Flüssigkeit bedeckt sind. Zum Kochen bringen und bei mittlerer Hitze für ca. 20 Minuten köcheln lassen, dabei gelegentlich immer mal wieder umrühren. Nebenbei eine Pfanne mit einem kleinen Schuss Öl für das Topping erhitzen, 125 Gramm Speckwürfel in die Pfanne geben und für ein paar Minuten unter gelegentlichem Wenden braun und knusprig anbraten. Außerdem ein paar Scheiben Brot oder Baguette in kleine Würfel schneiden, den Speck jetzt aus der Pfanne heben, kurz zur Seite stellen, die Pfanne mit einem guten Schuss Öl erneut auf den Herd stellen, dann das gewürfelte Brot hineingeben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden bzw. Schwenken braun und knusprig anbraten. Zum Schluss packen wir noch etwas frische Petersilie und sobald die Kartoffeln und Pastinaken gar sind, 200 Milliliter Milch oder Sahne dazu gießen. Jetzt alles mit einem Pürierstab zu einer cremigen Suppe pürieren. Sollte die Suppe zu dickflüssig sein, einfach noch etwas Wasser, Brühe oder Milch nachgießen, das ist gar kein Problem. Zum Schluss mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken, die Suppe noch ein letztes Mal gut umrühren und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt fehlen nur noch die Croutons. Sobald die Brotwürfel von allen Seiten braun und knusprig sind, kommt die Petersilie mit in die Pfanne. Außerdem den angebratenen Speck zurückgeben, alles einmal gut miteinander verrühren und dann können wir anrichten, die Pastinaken-Kartoffelsuppe auf tiefen Tellern verteilen, dann 2 bis 3 Esslöffel Speck und Croutons darauf garnieren und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.